Guten Morgen, Kanada! Hallo und schön, dass du da bist. Wenn du neu hier bist, hi, ich bin Lari und gemeinsam lernen wir hier auf diesem Kanal Deutsch. Ich bin hier im Urlaub. Ich bin in Kanada. Um genauer zu sein, in Tadoussac. Tadoussac ist eine kleine Stadt in der Provinz Quebec. Größere Städte sind zum Beispiel Quebec City, also Quebec Stadt, und Montreal. Warst du schon einmal in Kanada? Und wenn ja, wo warst du? In den letzten 2 Deutschlern-Vlogs hast du bereits 100 der 1500 Wörter gelernt, die du brauchst, um 90% der deutschen Alltagssprache verstehen zu können. In diesem Video spazieren wir durch Tadoussac und mit diesem Video lernst du die nächsten 50 Wörter. Also, bist du bereit? Na dann, komm mit! Kanada ist ein großes Land. Die ersten 3 Wörter dieses Videos waren also Urlaub, Stadt und das Land. Das 4. Wort ist der Bus. Der graue Bus. Das ist ein Bus oder ein Autobus. Ein öffentliches Verkehrsmittel. Und das Auto. Auf der Straße fährt ein Auto. Also das Auto, die Autos und die Straße. Ich stehe ganz kurz auf der Straße und jetzt bin ich wieder auf dem Gehweg. Der Gehweg. Ich gehe auf dem Gehweg. Rechts neben mir gibt es hohe Bäume. Der Baum ist hoch. Und links gibt es eine Straße. Und auf der Straße fahren Autos. Guck mal, das Auto. Das Auto fährt auf der Straße. Hinter mir ist ein weißes Haus. Das Haus hat ein rotes Dach. Also das Haus ist weiß und das Haus hat ein rotes Dach. Kannst du es sehen? Und guck mal, das Haus hat einen Garten. Der Garten. Und im Garten steht ein roter Tisch und auf der Veranda steht ein Rollstuhl. Der Rollstuhl. Der elektrische Rollstuhl. Und siehst du die weiße Skulptur auf der Veranda? Guck mal. Das hier ist ein Wal. Der Wal. Denn Tadoussac ist bekannt für die vielen Wale, die man hier sehen kann. Und guck mal, hinter mir gibt es eine Telefonzelle. Die Telefonzelle. Und guck mal, dieses Telefon hier funktioniert. Ich könnte mit diesem Telefon telefonieren. Aber ich habe keine Münzen, denn das hier ist ein Münztelefon.
Man muss also Münzen hier hineinwerfen, um telefonieren zu können. Oh, und guck mal. Dieses Haus hat einen Vorgarten. Also einen Garten, der vor dem Haus ist. Guck mal. Und die Steinmauer. Diese Mauer besteht aus Steinen. Die Steinmauer. Der Zaun. Der Gartenzaun. Der Zaun ist aus Holz. Das Holz und dieser Zaun ist aus Holz. Guck mal, hier in dieser Straße gibt es viele Hotels und Motels. Also ein Hotel mit Parkplatz. Und hier vorne vor dem Hotel oder vor dem Motel befinden sich die Parkplätze. Der Parkplatz und die Parkplätze. Autos parken auf den Parkplätzen. Der weiße Bus. Der Bus parkt. Aussteigen. Der Busfahrer steigt aus dem Bus aus. Stopp. Das hier ist ein Stoppschild. Aber auf welcher Sprache steht hier Stopp? Ist das Spanisch? Nein. Ist das Portugiesisch? Nein. Vielleicht Italienisch? Nein, auch nicht. Genau, das ist Französisch. Denn in Quebec wird Französisch gesprochen. Ich kann aber kein Französisch. Ich kenne aber dieses Symbol. Und deshalb weiß ich, dass das hier Stopp bedeutet. Autofahrer müssen hier also anhalten, stoppen, stehen bleiben. Wir dürfen jetzt aber weitergehen. Komm mit! Wir schauen nach rechts, links, rechts und überqueren die Straße. Schnell! Wie schön ist dieser Gastgarten. Hier gibt es auch ein Hochbeet. Das Beet, im Beet wachsen Pflanzen und das hier ist ein Hochbeet. Es ist also erhöht. Und in diesem Beet wachsen Salatpflanzen, der Salat und Chilis. Die Chilis. Chilis sind scharf. Isst du gerne scharf oder mild? Also nicht scharf. Scharf, mild. Und hier gibt es auch Kräuter. Und guck mal. Hier wachsen sogar Tomaten. Die Tomate und die Tomaten. Diese Tomate ist grün. Sie ist noch grün. Aber diese Tomate hier ist rot. Sie ist schon rot. Diese Tomate ist schon reif, also essbar. Man kann sie essen. Aber diese Tomate ist unreif, also noch nicht reif, sie ist unreif. Man kann die grüne Tomate also noch nicht essen, aber vielleicht in ein paar Tagen oder Wochen. Also die Tomatenpflanze. Der Tisch hier, der Tisch ist aus Holz, genau, das Holz. Und das hier oben, hier
hoch oben sind Lichterketten. Ich steige auf die Bank. Ich stehe auf der Bank und das hier ist eine Glühbirne. Die Glühbirne. Und das hier ist eine Rampe. Die Rampe. Die Rampe hat keine Stufen, keine Treppen. Die Rampe ist flach. Diese Rampe ist für Rollstuhlfahrer oder Menschen, die Probleme haben, zu gehen, Treppen zu gehen. Und guck mal, das hier ist die Touristeninformation. Ich bin Touristin hier. Ich bin hier auf Besuch. Und wenn ich Fragen habe, gehe ich zur Touristeninformation. Und guck, das hier ist die kanadische Post, die kanadische Poststelle. Und das hier ist die kanadische Flagge, die Flagge. Die Flagge ist rot und weiß und sie hat ein rotes Ahornblatt in der Mitte. Und hier kann man Briefe aufgeben. Guck mal, ich gehe hier auf der Straße neben den Autos. Aber dieser Streifen hier ist für Fußgänger und Radfahrer. Ich darf hier also ganz normal gehen. Hier drüben aber fahren Autos. Und am Fahrstreifen ganz rechts, guck mal, hier dürfen keine Autos parken. Das Parkverbot. Das Parken ist hier verboten. Aber jetzt schnell wieder zurück auf den Fußgängerstreifen. So, meine Lieben, das war's für heute. Ich brauche ganz dringend Kaffee und deshalb suche ich jetzt ein Café oder eine Bäckerei. Je nachdem, was ich hier so finde. Tschüss, bis zum nächsten Mal.